Ja, liebe Analytics Community, ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gehen wir ein Stück weit in die Offensive, reden Klartext und ja, heute werdet ihr sehen, warum wir diese Videoreihe machen. Was sind die Ziele einer modernen Modellentwicklung für das Management? Viele von euch werden schon über Jahre, über Jahrzehnte mit Excel arbeiten und für euer Management, für eure Abteilungen Dashboards erarbeiten. Viele werden Formelkombinationen aus SUMIF, aus Index, Match, aus VLOOKUP und HLOOKUP verwendet haben und mehrere tausend dieser Formeln in eure Management-Cockpits eingebaut haben. Ihr werdet dabei festgestellt haben, dass ihr sichtbar Performanceverluste erleidet und an die Grenzen von Excel stoßt. Das heißt, ihr merkt das in der Kalkulationszeit eures Modells, die dann schon mal eine halbe Minute, Minute oder auch mal 5 Minuten dauern kann. Dann werdet ihr eurem Management gesagt haben, okay, Excel ist limitiert. Wir werden das nicht schaffen, das Modell dynamisch zu erweitern und vielleicht eine neue Jahresscheibe oder eine neue Business Unit, die Daten einer neuen Business Unit mit ins Modell einzubinden. Und dann überlegt ihr euch, ob Excel noch das richtige Werkzeug für eure Modellierung und für eure Analysen ist. Seinerzeit, ja, war Excel limitiert. Heute würde ich sagen, Excel ist überhaupt nicht mehr limitiert. In dem Falle müsst ihr euch sagen, dann seid ihr selbst an der Stelle limitiert, wenn ihr nicht umgestiegen seid auf die modernen Möglichkeiten des Excel 365. Ja, und das ist eine klare Message, ihr müsst euch updaten, ihr müsst umsteigen auf einen neuen Formelbaukasten, auf die neuen Möglichkeiten von Excel 365. Teile davon haben wir kennengelernt im Zusammenspiel der verschiedenen dynamischen Architekturmerkmale, nämlich Power Pivot, Power Query, die Tabellenobjekte und eben der moderne Formelbaukasten, Funktionsbaukasten der dynamischen Funktionen, seid ihr in der Lage, fast jedes Modell in jeder beliebigen Größe zu modellieren. Das heißt auch inklusive mehrerer Millionen von Datensätzen und Transaktionen. Was sind denn unsere Ziele, die wir hier in der Videoreihe erreichen wollen? Das ist zum einen immer, wir wollen ein dynamisches Modell. Dynamik heißt offen für zukünftige Anpassungen und Erweiterungen. Das kann sein auf der Zeitleiste, aber das kann natürlich auch bezüglich Erweiterungen einer neuen Business Units, neuer Department-Daten etc. sein. So. Weitere Zielsetzung ist natürlich die Modellstabilität. Wir wollen, dass wir ein integriertes Fehlermanagement haben und so das Modell auf lange Zeit, auf mehrere Jahre fehlerfrei funktioniert. Wir wollen, dass das Modell für andere lesbar ist und wartbar bleibt. Insofern ist es wichtig, hier die Tabellenobjekte mit in die Modellierung hineinzunehmen und einfach lesbare Funktionen zu verwalten, deren Architektur auch von jemand Fremdes sehr einfach nachvollziehbar ist. Ja, und zum Schluss unser Hauptziel natürlich, wir wollen für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter performante Modelle entwerfen. Keiner will, dass hier die Kollegen 5, 10 Minuten auf eine Berechnung oder auf einen Report warten müssen. Also performantes Modellieren als Kernziel aller oder als Oberziel meiner Entwicklungen ist nicht zu vernachlässigen und immer im Hinterkopf zu behalten. Also, das ist das, was wir hier machen wollen. Deshalb fangen wir an hier mit einer ganz besonderen dynamischen Funktion, die die Dynamic Array Engine von Excel hier voll ausschöpft. Das ist die XLOOKUP-Funktion. Das ist eine Funktion, die die alten Funktionen VLOOKUP, HLOOKUP, die seit 25 Jahren existieren, zusammen mit den Kombinationen aus Index, Match komplett ersetzt. Sie ersetzt diese Funktion nicht nur als einzelne Funktion, sondern die Funktion XLOOKUP bietet auch
ein enormes Upgrade an Funktionalität, das wir jetzt im Folgenden kennenlernen werden. Also deshalb auch das im Piktogramm, die Funktionen VLOOKUP, HLOOKUP und IndexMatch durchgestrichen. Ihr könnt sie vergessen. Ihr könnt sie wirklich vergessen, wenn ihr umsteigt und versteht, wie die dynamischen Funktionen insbesondere am Beispiel XLOOKUP funktionieren. Ja, das Ganze werden wir euch auch an einem Live-Benchmark, Performance-Benchmark hier im Video zeigen. Also seid gespannt, seht den Unterschied. Herzlich willkommen zu diesem Video und ja, viel Spaß. Ja, legen wir los mit der XLOOKUP-Funktion als einem der wichtigsten Vertreter der Dynamic Array Functions in Excel. Wir werden euch hier zeigen, wie ihr liebgewonnene Funktionen wie die We- oder HLOOKUP-Funktion oder Kombinationen aus Index, Match ganz einfach durch diese Funktion ersetzen könnt. Schauen wir einmal kurz auf die Ziele der Modellierung von Management-Tools und Reporting-Tools im Unternehmen. Ja, was sind Unternehmen? Unternehmen sind komplexe, dynamische Gebilde, die sich ständig an sich verändernde Rahmenbedingungen anpassen müssen. Das kann die Erschließung einer neuen Region für bestimmte Produkte oder aber die Integration einer neuen Business Unit sein. Wichtig ist hier, dass wir bei der Erstellung unserer Modelle von vornherein Wert darauf legen, dass vorhersehbare Änderungen ohne großen Anpassungsaufwand möglich sind. Wichtig ist auch die Wartbarkeit und Lesbarkeit eines Modells, denn nicht immer sind diejenigen greifbar, die sich besonders gut mit einem Modell auskommen. Insofern sollten Funktionsnamen sprechend sein. Das erreichen wir durch Verwendung von Tabellenbezügen und Tabellenreferenzen. Und je weniger verschiedene Funktionen verwendet werden, desto einfacher sind die auch nachzuvollziehen. Wichtig des Weiteren die Modellstabilität, weil ein Modell wird häufig über mehrere Jahre im Unternehmen eingesetzt. Insofern sind integriertes Fehlermanagement und ein dynamischer Funktionsaufbau besonders wichtig. Negativbeispiel hier war die alte VLOOKUP-Funktion, die beispielsweise nur statische Rückgabespalten kannte. Das ist mit der XLOOKUP-Funktion deutlich einfacher, da hier ganze Bereiche als Rückgabespalten oder Rückgabebereiche in die Formel integriert werden. Ja, zum Schluss die Performance. Ja, die Performance steht letztlich über allem, weil sie entscheidet darüber, ob ein Modell, ob ein Software-Tool von ihren Anwendern und Anwenderinnen genutzt wird oder eben nicht. Insofern ist auch hier die Verwendung von Funktionen, die die Dynamic Array Engine von Excel verwenden, deutlich zu empfehlen, denn die Speichernutzung ist deutlich effizienter und damit sind solche Funktionen in den allermeisten Fällen deutlich performanter bei großen Berechnungen als die alten Funktionen. Wir schauen uns nun die Syntax der XLOOKUP-Funktion im Einzelnen an. Die abstrakte Definition sehen wir hier in der gelben Zeile. Wie immer starten wir mit Gleichheitszeichen und Funktionsnamen, sehen dann in der runden Klammer zunächst die erforderlichen Parameter und in eckigen Klammern die optionalen Parameter der Funktion. Mit der XLOOKUP-Funktion suchen wir einen bestimmten Wert. Das ist der Lookup-Wert, der an erster Stelle definiert wird. Diesen suchen wir in einem sogenannten Sucharray, an zweiter Stelle definiert. Dort suchen wir nach einem sogenannten Match und bei einem Treffer würde entsprechend aus einem Rückgabearray, das kann eine Spalte oder auch ein ganzer Block sein, entsprechend ein Wert oder eine Zeile oder Spalte zurückgegeben werden. Die Funktion beinhaltet nun ein eigenes Fehler-Tracking. An vierter Stelle haben wir die Möglichkeit zu definieren, was passieren soll, wenn kein Treffer gefunden wird. Damit ist die if-error-Funktion überflüssig. Ja, mit dem Match-Mode haben wir jetzt die Möglichkeit, der Funktion mitzugeben, ob wir nach einem exakten Treffer suchen.
Das war in den alten Lookup-Funktionen immer besonders nervig, da der exakte Treffer eigentlich immer die Standardoption ist. Diese musste aber immer mit False oder -1 entsprechend in den VLOOKUP oder HLOOKUP-Funktionen definiert werden. Hier ist es jetzt Standard, insofern kann diese Eingabe auch weggelassen werden. Außerdem ist es jetzt möglich, innerhalb von Intervallen besonders effizient und genau zu suchen. Ja, last but not least können wir auch noch den sogenannten Search Mode definieren. Es geht hier um die Suche im Suchvektor. Hier können wir klassischerweise die lineare Suche von oben nach unten wählen. Das wäre der Default-Wert mit 1 oder eben omitted, wenn wir keine Angabe machen. Oder aber wir können eine sogenannte Binärsuche durchführen. Das heißt, wissen wir, dass die Werte in der Suchspalte im Suchvektor entsprechend sortiert sind, von oben nach unten oder von unten nach oben, dann können wir die Binärsuche anwenden, die deutlich schneller ist und performanter ist, als das die Linearsuche ist, die jeden einzelnen Wert stumpf von oben nach unten abprüft. Ja, und wichtig, bei allen dynamischen Funktionen in Excel 365 ist es so, dass das Ergebnis nicht zwangsläufig immer in einer Zelle steht, sondern die Ausgabe auch als dynamische Liste in einen Wertebereich, in einen Zellbereich erfolgen kann. Das heißt, der Rückgabebereich einer XLOOKUP-Funktion kann also auch eine ganze Spalte oder eine Zeile sein. Das werden wir im Beispiel gleich sehen. So ist es möglich, über eine verschachtelte XLOOKUP-Funktion genau das zu tun, was wir früher über die Kombination von Index-Match getan haben. Schauen wir uns das vorliegende Spreadsheet einmal in seiner Struktur an. Wir haben 4 Tabellen, die auch als Tabellenobjekte definiert sind. Die TBL Sales Data, die TBL FX, die die Umrechnungsraten verschiedener Landeswährungen in Euro über das Jahr 2024 darstellt. Die Tabelle Country Code, die Landeskürzel entsprechend in die Währungskürzel überstellt. Und dann haben wir noch eine Tabelle Order Size, die entsprechend der Profitgröße die Klassifikation vornimmt in ein entsprechendes Order Label mit Namen Order Size. Wir erinnern uns, die Pflege der entsprechenden Tabellenobjekte können wir im sogenannten Name Manager vornehmen, der über den Hauptmenüpunkt Formulas erreichbar ist. Über Formulas Name Manager sehen wir die Liste der entsprechenden Tabellenobjekte. Hier können wir auch die Tabellennamen entsprechend über Edit anpassen. In einem Modell, welches wir vielleicht an einen Kunden oder an eine Abteilung weiterleiten würden, würden wir klassischerweise nicht diese 4 Tabellen alle auf einem Arbeitsblatt pflegen, sondern wir würden die Rohdaten, nämlich die Sales-Daten, auf einem separaten Rohdatenblatt ablegen und die Referenztabellen würden jeweils auf einem separaten Blatt oder aber nebeneinander auf einem Arbeitsblatt abgelegt werden, da sie ja nach unten wachsen können. Aber zu Demonstrationszwecken würden wir diese 4 Tabellen jetzt einfach einmal nebeneinander stehen lassen, um hier die Erstellung der XLOOKUP-Funktion einfach simulieren zu können. Also, die Sales-Daten-Tabelle umfasst, wie auch im SUMIF-Beispiel bereits gezeigt, die Order-ID, Order-Datum, abgeleitet aus dem Datum, den Order-Month, den entsprechenden Monat, hier ein Country-Kürzel, ein Landeskürzel und entsprechend den Profit für jede Order. Was wir nun hinzufügen wollen, das ist die Errechnung des Profits in Euro, da hier in der Spalte M der Profit in lokaler Währung angegeben ist, und wir wollen auf Basis dieses Profits in Euro dann ein Klassifikationsmerkmal hinzufügen, nämlich die Order Size. Also würden wir beginnen, die erste Formel zu schreiben, nämlich wir würden anhand des Country Codes das Währungskürzel, den Currency Code, nachschlagen wollen. Dafür schreiben wir eine einfache XLOOKUP-Funktion, beginnt mit dem
Zeichen und dem Funktionsnamen. Auch hier wieder, sobald ich die Funktion beginne zu schreiben, wird mir der Name vorgeschlagen und ich kann mit der Tabulator-Taste das Eingeben in die Zelle abkürzen. Sodann wird bereits die runde Klammer eröffnet und mir wird angezeigt, was ich als nächstes definieren will. Das ist der Lookup Value, das ist in dem Falle das Landeskennzeichen. Hier wird referenziert auf das Tabellenelement, mit einem Add-Zeichen wird das einzelne Element ausgewählt. Ich füge das Semikolon hinzu. Als nächstes ist dann der sogenannte Lookup Array dran, nämlich der Bereich, in dem das Country-Kürzel, in dem Falle Kanada CA, nachgeschlagen wird. Ich markiere in der Tabelle Country Code entweder den Bereich oder aber, ich gehe nochmal zurück und lösche den Bereich raus. Ich beginne einfach meinen Tabellennamen zu tippen. Mit TBL unterstrich kriege ich die Vorschläge meiner 4 angelegten Tabellen, brauche dann nur noch den Country Code mit Tabulator-Taste auszuwählen und mit der anschließenden eckigen Klammer entsprechend die Spalte dieser Tabelle auswählen. Das ist in dem Falle der Country Code. Wiederum Tabulator-Taste, eckige Klammer schließen und als nächstes das Semikolon anfügen. Als nächstes wäre dann die Rückgabespalte dran. Das wäre entsprechend das Currency Code Kennzeichen. Auch hier wieder Eingabe TBL Currency Code, eckige Klammer öffnen und diesmal den Currency Code auswählen. Ich schließe mit einer eckigen Klammer. Damit sind alle Pflichteingaben in diese Formel erledigt. Wir könnten mit dem Semikolon anschauen, was denn entsprechend noch eingegeben werden kann. Das ist zunächst die Fehlerbehandlung. Für den Fall, dass eben kein Kürzel gefunden wird, könnten wir beispielsweise not applicable als Text auswerfen lassen, setzen das nächste Semikolon. Wir möchten hier einen exakten Match finden, also die 0 eingeben. Wie gesagt, diese Eingabe könnten wir auch unterlassen, da es sich um einen Default-Wert handelt. Wir setzen das nächste Semikolon und sagen, ja, wir wollen in dem Falle linear von oben nach unten suchen, setzen die 1 und damit sind alle möglichen Eingaben in die X-Lookup-Funktion abgewickelt. Da wir die Formel in die Tabelle eingeben, werden auch alle anderen Formeln ohne Kopiernotwendigkeit eingefügt. Nun geht es weiter. Wir wollen entsprechend die FX-Rate ermitteln. Hier haben wir eine etwas komplexere Situation, denn wir müssen anhand von 2 Merkmalen einen Wert zurückgeben. Zum einen haben wir den Monat, der über die entsprechende Rückgabespalte entscheidet, und wir haben einen Currency Code, den wir gerade errechnet haben, und der wird über die entsprechende Rückgabezeile entscheiden. Also suchen wir einen Kreuzungspunkt und gehen jetzt schrittweise vor und erstellen zunächst einmal den inneren Baustein der verschachtelten X-Lookup-Funktion. Dabei werden wir sehen, dass als Ergebnis dieser Lookup-Funktion eine ganze Spalte zurückgegeben wird und nicht, wie sonst üblich, eine einzelne Zelle. Wir schreiben also wiederum die X-Lookup-Funktion, eröffnen die Klammer und geben den Suchwert ein. Das ist in dem Falle jetzt unser Order Monat. Da wir nicht in der Tabelle sind, wird jetzt hier E3 als Zellreferenz angegeben. Das soll für uns aber im Moment okay sein. Wir setzen das Semikolon und geben nun den sogenannten Lookup Array ein, also der Bereich, in dem gesucht wird. Und das wäre in dem Falle einfach die Überschriftenzeile unserer Umrechnungstabelle. Das wird entsprechend hier durch Raute Headers angezeigt. So, der Rückgabebereich wäre nun die gesamte Wertetabelle dieser Umrechnungstabelle, also die gesamte TBL FX. An der Stelle schließen wir unsere runde Klammer und schauen, was nun passiert. Nun wird bei
Finden des entsprechenden Monats, nämlich Januar, die gesamte Januarspalte als Rückgabebereich ausgegeben. Dieser dynamische Rückgabebereich kann nun als Rückgabespalte fungieren in einer zweiten XLOOKUP-Funktion, die entsprechend den Currency Code abprüft. Machen wir also Folgendes. Wir kopieren uns einfach mal diesen Baustein und schreiben jetzt in die Zelle FX-Rate die ganze Form. Also Gleichheitszeichen XLOOKUP, Tabulator-Taste und wir öffnen die Funktion. Nun wollen wir unseren eben errechneten Currency Code als Suchkriterium heranziehen, als Lookup Value heranziehen. Wir setzen das Semikolon und definieren den Lookup Array. Das ist die erste Spalte aus der Tabelle FX, also TBL FX, eckige Klammer auf, Currency Code. Wir schließen die eckige Klammer, setzen ein Semikolon und geben jetzt den Rückgabe-Array ein. Das ist jetzt unsere alte Funktion, die wir eben definiert haben. Ich paste sie an der Stelle einmal ein, dann müssen wir das Gleichheitszeichen entfernen und müssen die 3 entsprechend ersetzen durch den richtigen Bezug auf den Monat. Und müssen am Ende der Funktion die Klammer schließen und damit haben wir unsere verschachtelte XLOOKUP-Funktion geschrieben. Als nächstes können wir den Profit in Euro ganz einfach errechnen als Multiplikation des Profit in der lokalen Währung multipliziert mit der Umrechnungsrate. Und somit steht der Profit in Euro nun in der vorletzten Spalte. Als letztes müssen wir nun die Gruppierung hinzufügen, das Gruppierungsmerkmal. Hier können wir uns dann ebenfalls der XLOOKUP-Funktion bedienen. Diesmal aber suchen wir keinen exakten Match, sondern wir würden die Intervallsuche heranziehen. Auch hier starten wir mit dem Gleichheitszeichen XLOOKUP-Funktion, wählen die Tabulator-Taste, die Klammer öffnet sich automatisch. Unser Suchwert ist jetzt der Profit in Euro. Wir setzen ein Semikolon. Und als nächstes müssen wir den Lookup Array eingeben. Da gehen wir in die TBL Order Size, drücken die Tabulator-Taste. Auch hier wählen wir wieder die entsprechende Spalte über die eckige Klammer aus. Das ist zunächst einmal der Threshold. Und die Rückgabespalte wäre wiederum Bezug nehmend auf die Tabelle Order Size, eckige Klammer auf. Und das wäre auch die Spalte mit Namen Order Size. Jetzt müssen wir allerdings unbedingt einen optionalen Parameter setzen. If not found ist für uns an der Stelle irrelevant. Wir setzen noch ein Semikolon und haben dann die Möglichkeit, den sogenannten Match Mode zu setzen. Und das ist eben jetzt nicht mehr der exakte Match, sondern wir können auch gerne hier entsprechend probieren. Passend ist hier die -1 Exact Match or Next Smaller Item. Das wählen wir aus und schließen die Funktion mit der runden Klammer ab. Damit würde die Order Size Spalte entsprechend die Merkmale für alle Datensätze schreiben. Schauen wir uns das einmal an. Wir haben hier folgende Einordnung. Für einen Profit von 0 bis 250 Euro würde entsprechend das Merkmal XS gesetzt werden. Das trifft hier entsprechend zu.
Sobald der Schwellwert von 250 oder größer erreicht wird, bis unter 1000, würde das Merkmal Small gesetzt werden. Über 1000 bis unter 2000 entsprechend Medium und für große Werte über 2000 entsprechend das Kennzeichen Large. Ja, an dieser Stelle solltet ihr die Funktion XLOOKUP nun professionell verwenden können. Wir haben uns die wesentlichen Einsatzfälle angeschaut. Das war zum einen die klassische Anwendung mit einem exakten Match und einer linearen Suche im Suchvektor. Dann zum zweiten das Suchen innerhalb von Intervallgrenzen und zum letzten die etwas komplexere Anwendung eines verschachtelten XLOOKUPs, wo ihr auch einmal die Dynamik der XLOOKUP-Funktion kennengelernt haben, wo eben nicht nur in eine einzelne Zelle zurückgegeben wird, sondern ein ganzer Ergebnisvektor zurückgegeben wird, der dann wieder als Input in eine weitere Funktion dienen kann. Ja, wir haben jetzt viel über die XLOOKUP-Funktion erfahren, ihre Einsatzmöglichkeiten an einigen Beispielen durchgespielt und ihre Vorteile herausgearbeitet. Ja, schuldig bin ich euch noch die Beweisführung, dass die XLOOKUP-Funktion auch tatsächlich deutlich performanter arbeitet als ihre Vorgänger. Das wollen wir jetzt demonstrieren an einem kleinen Beispiel, wo wir die XLOOKUP-Funktion mit einem sortierten Suchvektor verwenden. Viel Spaß! Schauen wir uns den Aufbau unserer Performance-Simulation einmal an. Wir haben ein Workbook mit zwei Sheets, einmal dem Sheet Raw Data und dem Sheet Lookup. Hier auf dem Blatt Raw Data haben wir eine Tabelle mit 50.000 Einträgen, zwei Spalten, einmal die Spalte Order ID und zum anderen die Spalte Revenue. In dieser Tabelle werden wir später suchen nach der Order ID und bei Treffer werden wir entsprechend den Umsatz aus der Spalte Revenue zurückgeben. Wechseln wir nun auf das Blatt Lookup. Hier haben wir den Simulationsaufbau. Wir haben in der Spalte A 1.000.000 zufällig ausgewählte Order-IDs, also die gesamte mögliche Anzahl an Zeilen ausgenutzt. In den Spalten B und C würden wir einmal die VLOOKUP-Funktion verwenden, um entsprechend die Umsätze zurückzuholen und einmal die XLOOKUP-Funktion. In der Tabelle Raw Data stellen wir fest, dass die Order ID entsprechend aufsteigend sortiert ist. Das ist ganz wichtig, denn in diesem Falle können wir in der XLOOKUP-Funktion die Binärsuche verwenden. Gehen wir nun ins Setting, schauen wir uns die VLOOKUP-Funktion entsprechend an. Als ersten Parameter haben wir den Lookup Value, den Suchwert. Das ist jeweils die zufällig erstellte Such-ID. Dann beziehen wir uns auf die Rohdatentabelle auf dem vorliegenden Arbeitsblatt, geben aus der zweiten Spalte dieser Tabelle zurück und sagen, dass wir einen exakten Match suchen. Alternativ in der XLOOKUP-Funktion referenzieren wir ebenfalls auf den Lookup Value in der Zelle A2, aber geben danach die Suchspalte Order ID als Teil der Tabelle ein und die Rückgabespalte ebenfalls als Vektor, die Spalte Revenue. In der Fehlerbehandlung würden wir NA als mögliche Ausgabe angeben, falls keine Übereinstimmung der Such-ID gefunden wird. Der Match-Mode ist auch hier 0, nämlich ein genauer Treffer. Wichtig ist das letzte Merkmal, nämlich der Search Mode. Die 2 steht für die Binärsuche, die wir hier anwenden. Um den Performance-Test durchführen zu können,
haben wir die Formel nur in die jeweils erste Datenzeile eingetragen. Wir haben zudem die automatische Kalkulation ausgeschaltet und ein kleines Makro erstellt, was wir hinter die Taste Calculate F9 gelegt haben, welches entsprechend eine Rekalkulation durchführt auf die jeweils 1.000.000 Berechnungen in der Spalte B oder in der Spalte C. Was wir also tun ist, wir kopieren entsprechend die Formel aus der ersten Zelle und kopieren diese in die darunterliegenden Zellen. Was wir sehen ist, dass die Ergebnisse zurzeit noch für jede Zeile in der Spalte B identisch sind und zudem durchgestrichen sind. Das bedeutet, dass die Rekalkulation noch nicht durchgeführt wurde. Das durchgestrichene Ergebnis bedeutet immer, dass hier die Kalkulation ausgeschaltet wurde. Führen wir also die Kalkulation über das Makro durch, drücken wir also die Taste F9, dann sehen wir, dass die Calculation Time bei 0,29 Sekunden liegt. Hier OK, merken uns den Wert, löschen die Werte für die VLOOKUP-Funktion heraus, machen nun das gleiche auch noch einmal für die XLOOKUP-Funktion, fügen auch hier die Formeln entsprechend ein, führen die Neuberechnung durch und sehen, dass die Kalkulationszeit hier deutlich kürzer bei 0,2 Sekunden liegt. Ja, insgesamt sind die Kalkulationszeiten sehr, sehr schnell, auch bei 1.000.000 Berechnungen pro Funktion. Das liegt daran, dass wir es hier mit einem sehr einfachen Modell zu tun haben, was nur mit einer einzigen Formel arbeitet. Dennoch ist der Rechenaufwand für die XLOOKUP-Funktion ja sichtbar geringer. Ja, das soll es hier aus dieser Session entsprechend gewesen sein. Ja, wir freuen uns riesig, wenn euch auch dieses Video gefallen hat und ihr viele Inhalte, News, Tipps und Tricks für euch mitnehmen könnt und in eurer Arbeit umsetzen könnt. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr ein Like für dieses Video hinterlasst oder unseren Kanal abonniert, wenn ihr keines der zukünftigen Videos verpassen wollt und gerne auch zukünftig praxisnahe Tipps für euren Analystenalltag mitnehmen wollt. Seid ganz herzlich gegrüßt. Bis zum nächsten Mal. Seid Team.